Wir sind in Frankfurt in den Büros von Graf von Westphalen im Westend, 14. Stock, mit Blick auf die Skyline. In diesen Räumen befindet sich meine Ausstellung, der ich den Titel Formvoll endet gegeben habe, weil nämlich alles formvoll enden soll. Und diese Ausstellung ist eine Kooperation der Städelschule, der Frankfurter Kunstakademie, der Hochschule für Bildende Künste. Ich bin Absolvent und die Ausstellung soll junge Absolventen der Städelschule fördern. Wenn man über Abstraktion redet, in Form, in Bild, in Form, die Abstraktion, die besteht überall. Also wenn man rumguckt in unserer Umgebung, die sieht man überall. Und ich glaube, was bei Iljuns Arbeiten sehr stark spielt, ist, dass er Elemente aus dem urbanen Umfeld mitnimmt. Und dass er Elemente aus einer ganz selbstverständlichen Geschichte der Abstraktion mitnimmt. Dass er nach Sachen guckt und interpretiert, die sich überall befinden. Und das sieht man erstmal in seinen Materialien und dann in sein Prozedere. Das Prozedere spielt mit Zufälligkeit. Und Zufälligkeit generiert Form und Unform. Ja? Und das Spiel zwischen Form und Nichtform ist etwas, das eigentlich auch in seiner Arbeit sehr wichtig ist. Von welchem Moment kann er eine Zufälligkeit, die in seinem Atelier entstanden ist, ein bisschen lenken, dass das Struktur bekommt oder dass das etwas generiert, das sich möglich wiederholt. Und wenn sich etwas lesen lässt, dann hat man Form. Ich bin Philipp Pirot, ich bin Kurator, Kunsthistoriker und Autor. Ich bin Professor an der Städelschule in Frankfurt, Kunstgeschichten und Curatorial Studies. Und ich war vorher Rektor an der Städelschule und deswegen auch hier in dieser Zusammenarbeit mit Graf von Westphalen. Ja, also Graf von Westphalen und Städelschule haben eine Zusammenarbeit gegründet und die Zusammenarbeit besteht daraus, dass zweimal pro Jahr ein Absolvent der Städelschule in die Kanzlei ausstellt. Die Kunst ist eine Umgebung an sich, ja, die, wenn die gezeigt wird, die kommuniziert. Auseinandersetzung mit einem Publikum ist immer ein anderes semantisches Raum, dann wo das gemacht wird und dann was das selbst ist. Und ich glaube, das ist natürlich das Ziel auch von das Ganze. Ja, es ist fast unmöglich, um Kunst ohne ein Publikum zu denken. Ja, also deswegen, da kommen immer diese Spannungsfelder, wo wahrscheinlich die wirkliche Bedeutung von das Ganze entsteht. Die ist nicht nur intrinsik darin. Die entsteht von was es ist, wo es sich befindet und was Leute darüber dann sagen untereinander. Und ich glaube, das ist das Interessante. Ich erfahre, dass die Mitarbeiter und Partner von Graf von Westphalen immer noch sehr viel Enthusiasmus haben für dieses Projekt und das ist das Wichtigste. Glaube ich, dass man das gerne macht. Das ist der Motor von so einem Projekt. Für die Städelschule sind die Konsequenzen natürlich super, dass man auch Unterstützung bekommt für was wir machen. Unsere Core-Sachen sind natürlich das Edukative, aber wir machen auch Ausstellungen, wir haben auch Absolventenausstellungen, wir haben Rundgänge etc. und Lesungen und so weiter. Und ich habe immer ein unglaublich gutes Gehör gefunden bei den Partnern von Graf von Westphalen. Und ich glaube auch, solange da keine Mühheit auftritt, aber wirklich Enthusiasmus ist, um weiterzumachen, glaube ich, ist eine sehr gute Sache, dass wir das weitermachen. Und alles, was du ausschnittst, nutzt du das wieder? Genau, nicht alles, aber vieles. Ne? Also hier, dass diese Art von Wiedereintritt oder Re-Entry, so diese Grünen hier als großen Kontrast, die kommen von da auf jeden Fall. Ne? Die sind nur mit dieser Klebe. Die sind mit Heißkleber und dann auch mit Kunstharz. Aber eigentlich war es dann irgendwie echt diese Intention so. Der Rahmen ist das Bild oder das Wichtigste des Bildes oder ist nicht unterscheidbar. Und so die auch Heißkleberskulpturen und eben auch mit Magnet. Das ist das Schöne. Und das ist auf jeden Fall neu. Ich habe mich schon echt öfter gefragt, so, wie kann ich die Skulpturen irgendwie ohne blöd Sockel zu machen, zur Geltung bringen. Sehr schön. Das ist cool.
Ich meide den direkten Kontakt zur Leinwand mit Pinsel und Ölfarbe. Ich versuche immer irgendwie einen Störfaktor mit reinzubringen. Bloß keine klassische handwerkliche Betätigung als Maler, sondern irgendwie meinen eigenen idiosynkratischen Weg finden. In dem Fall sind es eben die beschnittenen Strukturen und die Sichtbarmachung des Unsichtbaren, nämlich der Rückseite. Dadurch, dass es Strukturen und Löcher gibt, hat sich da irgendwie eine ganze Welt aufgetan, die ich in Form der Rückstrahlung der weißen Wand, der Farbe auf der Rückseite sichtbar mache. Das ist für den Betrachter auch noch ein extra Genuss, glaube ich, oder ein extra Experience, Erfahrung. Das sind 10 cm schmaler, ja, ein bisschen schmaler. Ja, sehr schön. Hier eben mit einem Abstandhalter gemacht und dadurch sieht man das viel besser. Also dieser Abstrahleffekt, der wird verstärkt. Urbanen, quasi Subversivität im Raum mitgenommen. Energie, ne? Ästhetik der Präsenz. So, und das ist auch irgendwie immer dieses Hin und Her zwischen affirmativ, reine Affirmation, ne? Und irgendwie dagegen. Ja. Diese Angst, fast eine Berührungsangst mit Kunst, weil wir verstehen das nicht. Und das ist absolut unnötig, weil ich glaube, alle verstehen das. Es geht nicht, weil es nicht geht über das Verstehen, es geht eigentlich über das Erfahren. Und dann fängt man an. Und wenn man sich da traut, anzufangen, sich damit auseinanderzusetzen, auf welche Art auch, also ich glaube, dann kommt man weit.